hatte das Glück, in meiner Karriere ganz am Anfang, ich war damals noch in der Akademie, nach Berlin, nach Westberlin kommen zu können. Das war damals eine Studienreise von einer Woche. Und da hatten wir ein gutes Gefühl, was das so bewirkte, für die Soldaten hier zu sein. Also man befand sich hier so auf einer Insel. Es handelt sich dabei um eine politisch aufreibende Epoche. Das ehemalige Westberlin galt als eine Insel der Freiheit, ein symbolischer Flecken Erde, den es zu schützen galt. Als die Franzosen hier nach Berlin gekommen sind, ist ja, wir brauchten ein Quartier, eine Kaserne. Da gab es nicht so viele und in dieser Zone, in der französischen Zone, war ja diese Kaserne, konnte man benutzen. Allerdings konnte man nur 20% direkt benutzen. Man hat dann diese Kaserne bezogen, aber man wusste wahrscheinlich ganz klar von Anfang schon, dass man nicht ewig in Berlin sein wird. Und man wollte auch gewährleisten, dass es eine gewisse Kontinuität gibt in der Baukunst. Und man hat sich dann entschieden, diese Kaserne wieder zu errichten, die Gebäude, die zerstört waren, wieder zu errichten, wie sie waren. In einer Rekordzeit von knapp 3 Monaten wurde der Flughafen Tegel unter Federführung der französischen Alliierten und mithilfe der Berliner Bevölkerung aus dem Boden gestampft. Dadurch erhielten die französischen Streitkräfte direkten Zugang auf einem Flugplatz im französischen Sektor. Der Flugplatz Tegel verfügte damals mit 2,4 Kilometer Länge über die längste Landebahn Europas. Die erste Maschine, die im November 1948 dort landete, war ein Flugzeug der Luftbrücke. Im Jahr 1949 funktionierte die Versorgung Berlins so gut, dass in manchen Tagen mehr Güter auf dem Luftweg in die Stadt kamen als vor der Blockade auf dem Land-, Wasser- und Schienenwege. Man hatte den Auftrag ganz klar, obwohl man nicht sehr viel Mann und Material hier in Berlin hatte, konnte man auch nicht haben, weil da war nicht genug Platz. Der Auftrag war ganz klar, die Stadt Westberlin zu verteidigen. Und so lange verteidigen zu können, bis wahrscheinlich andere eintreten konnten oder nachgeschoben werden konnten oder dass man irgendwie dann die Lage beherrschen konnte. Das war ja damals auch der Punkt Kalten Krieg und wie kann man auch die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland verteidigen. Das hing das alles zusammen und man hatte so das Gefühl, dass dieser Auftrag ganz, ganz ernst genommen wurde. Zusammen mit den Alliierten, Briten und Amerikanern hatten wir da auch einige Übungen. Ich war damals in der Lage, das war 1985, so eine Übung zu sehen. Das war ganz erstaunlich, weil da konnte man mitten in der Stadt plötzlich Züge sehen, Panzer, also Züge und Kompanien. Und die haben dann mitten in der Bevölkerung da geübt. Das war ganz erstaunlich, weil man kennt das gar nicht so. Ausgehend vom größten Exponat hier im Freigelände entstand dann also ein Sammlungskonzept anhand der Vorschriften und ohne die wirklich freundliche Unterstützung des ZMS-BW in Potsdam, dem Zentrum für Militärgeschichte, wäre das gar nicht so schnell gegangen. Denn da sind so viele Fachfragen zu bedenken, die man dann berücksichtigen muss, sowohl im Konzept als auch in der Ausstellung hinterher, dass das ein Laie, der mit Museenausstattung oder Museengestaltung nie zu tun hatte, dann auch schon schwierig wird. Und so zeigen wir drin in den beiden Ausstellungsräumen tatsächlich die 49 Jahre der französischen Truppen hier in Berlin. Vom Anfang her, also von der ersten Ankunft des ersten französischen Stadtkommandanten und seines Stabes bis hin über den französischen Militärzug, denn Frankreich hatte ja als einzige Besatzungsmacht eine unmittelbare Bahnverbindung in sein Heimatland. Dann zeigen wir das Quartier Napoleon, also die heutige Julius-Leber-Kaserne zur französischen Zeit, von Beginn an, wo sie vollkommen zerstört war, bis zu dem Dienst, der jetzt hier stattfand in dieser französischen Zeit. Dann gehen wir weiter in den Bereich des Dienstes der französischen Truppen in Berlin, namentlich vor allen Dingen den Dienst an der Sektorengrenze, aber auch Paraden in der Stadt. Den französischen Stadtkommandanten mit seinem amerikanischen Kameraden bei Gesprächen. Also wir zeigen die gesamte Bandbreite des Dienstes der französischen Truppen hier in Berlin. Und ganz zum Schluss, das gehört sich, waren ja Soldaten, natürlich auch das Thema Anzüge und persönliche Ausrüstung
wo wir durch sehr großzügige Exponatspenden und Leihgaben eben doch die ganze Bandbreite zeigen können, vom Feldanzug bis zum Paradeanzug, was uns sehr freut. Die Idee eines Panzers, eines französischen Panzers wieder hier nach Berlin zu bringen, die hatte mein Vorgänger, General Nicolas Richoux. Er war Panzermann, er diente auf AMX-30 und er hatte so die Idee, und da dieser Panzer auch das letzte Modell war, was im 11. Regiment hier in Berlin stationiert war, auch vorhanden war, hat er die Idee wieder, so einen Panzer hierher zu bringen. So, wir gehen jetzt zum größten Exponat der militärgeschichtlichen Sammlung, dem Kampfpanzer AMX-30 Bravo. Dieser Panzer wurde Anfang der 1980er Jahre in das französische Heer eingeführt und das 11e Regiment Chasseurs, also das 11. Jägerregiment, was hier in der Kaserne stationiert war, wurde hiermit ausgestattet. Dieses ist einer der 36 Panzer dieses Regiments, der bis 1994, bis zum Abzug der französischen Truppen hier im Quartier Napoleon stationiert war. Dann wurde er zurück nach Frankreich geführt und stand dann zum Schluss im Armeedepot in Marseille. Es brauchte dann seine Zeit um die Genehmigungen, um das alles zu organisieren, und dann plötzlich kam Covid. Und dann hat sich das alles wieder verzögert um mehr als 1,5 Jahre, und wir haben es dann geschafft, Anfang dieses Jahres diesen Panzer hochzubringen. Er hatte ja eine 6-monatige Station im Elsass an der Grenze, und dann wurde er weitergebracht bis hierher, und ich bin sehr froh, dass dieser Panzer jetzt so ein bisschen das Hauptstück ist auf diesem Platz und dass dieser Panzer jetzt diese deutsch-französische Zusammenhalt symbolisiert. Und dort wurde dieser Panzer demilitarisiert, das heißt, es ist keine Ausrüstung mehr drin, keine Bewaffnung, kein Motor, keine Betriebsstoffe, keine Betriebshilfsstoffe, er ist also völlig leer und verschweißt. Und dieser Panzer wurde uns dann vom französischen Militärattaché hier in Deutschland angeboten zu übernehmen, und nach entsprechenden Verträgen, die geschlossen wurden zwischen dem französischen Heer und dem Landeskommando Berlin, konnte dieser Panzer im Mai dieses Jahres hier ausgestellt werden, und es ist, wie gesagt, das größte Exponat der militärgeschichtlichen Sammlung und steht hier in der Außenanlage direkt vor dem Kommandogebäude. Natürlich gibt es bereits Gedenkorte in Berlin, die an die militärische Präsenz der Westmächte erinnern, zum Beispiel das Alliiertenmuseum. Dieser neu geschaffene Gedenkort ist jedoch exklusiv und dauerhaft den französischen Streitkräften in Berlin gewidmet. Die Installation der Stele innerhalb der Julius-Leber-Kaserne schafft eine räumliche Einheit des Gedenkens an einem für sich bereits geschichtsträchtigen Ort. Und deswegen ist es auch heute so geblieben, dass diese Kaserne immer noch einen Faden hat oder so ein Konzept hat, das man gut erkennen kann. Mein ganz besonderer Dank gilt hier General Ortmann, dem Kommandeur des Landeskommando Berlins, und Oberst von Studnitz, dem Kasernenkommandanten der Julius-Leber-Kaserne, dass sie diesen Ort und Gedenkort ermöglicht haben. Ja, ich hoffe, diese Sammlung wird leben, und ich hoffe, dass diese Sammlung weiterhin Material bekommen wird. Wir hatten ja schon einige Beispiele von Leuten, die davon gehört haben, die auch im Quartier Napoleon vorbeigekommen sind und gesagt haben, okay, ich habe bei mir auch noch das andere oder andere liegen, das könnte hier seinen Platz finden. Und ich hoffe, dass man das so weiterführen kann. Und ich hoffe mir, dass diese Sammlung da auch dazu beitragen wird, dass man den jüngeren Generationen auch sagen kann, wie das war in der Zeit des Kalten Krieges, und um die deutsch-französische Zusammenarbeit, die deutsch-französische Freundschaft weiterhin zu beleben. Dieser neu geschaffene Ort auf dem Gelände der Kaserne ermöglicht es, einen Blick auf unsere gemeinsame deutsch-französische Geschichte zu werfen. Zugleich wird sich die Betrachterin oder der Betrachter der aktuellen Begebenheiten bewusst, die Kräfteverhältnisse hatten sich durch den Fall des Eisernen Vorhangs komplett verändert, und die Bundeswehr kann nun schon lange den Kasernenbau für ihre eigenen Zwecke nutzen.